Guten Morgen. Das ist echt ein wunderschöner Ausblick aus dem Dachzelt. Es ist so schön, die Umgebung hier. Dani, wie ist der Plan für heute? Heute werden wir jetzt noch baden gehen, dann uns zusammenpacken und zur Fähre fahren. Dann fahren wir noch in Makaska und Omiš vorbei an der Küstenstraße entlang am Festland. Und dann gehen wir in Split in ein schönes Restaurant, das Gabor und Jasmin empfohlen wurde von einem kroatischen Freund. In Split haben wir dort schon vorbeigeschaut und es hat richtig, richtig schön ausgesehen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ja, jetzt gehen wir mal schwimmen und duschen. Da hat sich gerade ein Schmetterling hingesetzt, der ist von der Unterseite so hellbraun und von der Oberseite schimmert er ganz schön blau. Der ist echt schön. Ist schwarz. Wir sind jetzt in Sučuraj, wo die Fähre weggeht. Wir sind noch nicht mal da, wo man irgendwie das Meer sehen kann oder so, also von der Nähe. Und es ist trotzdem schon die Schlange. Ja, wir werden jetzt mal zu Fuß nach vorschauen und vielleicht schon Tickets kaufen. Und wir haben uns überlegt, wenn wir zählen, wie viele Autos von der Fähre runterkommen, können wir dann beim Zurückgehen zählen, wie viele auf die Fähre raufpassen, von der Idee her. Wir haben jetzt gezählt 33 Autos und gefühlt sind 150 vor uns. Karin fragt gerade, wie lange sie schon gewartet haben. So klein ist die Fähre, es ist wie ein, keine Ahnung, Parkplatz von einem Mini-Supermarkt. Und wir haben so viele Autos vor uns. Es gehen immer 30 Autos auf die Fähre, wir sehen jetzt, wie viele Fähren es sind. Und die Fähre fährt doppelt so oft wie normalerweise. Das heißt, ja, wir können dann einfach schauen, wann circa wir fahren können. Aber es ist lustig, weil wir haben wirklich 30 gezählt, gell? Ja, ja. Und wir dachten, das ist viel zu wenig. Also Und dann haben wir die Fähre gesehen, sie ist einfach so klein. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25. Das heißt, wir schaffen es auf die 4. Fähre von jetzt. Das heißt normalerweise 2 Fähren, die nächste geht um 13 Uhr, dann 14.30 Uhr, also 14.30 Uhr wahrscheinlich. 3 Stunden warten. Es ist noch eine Fähre vor uns und auf der zweiten sind wir dann, also nicht mehr allzu lange warten. Es ist jetzt gleich ein Strand neben der Schlange und wir werden schwimmen gehen. nach 2,25 Stunden warten ist nicht so lang vorgekommen. Ja, es geht. Sind wir jetzt gleich dran?
sind in Split angekommen und haben einen Parkplatz gefunden, gar nicht allzu weit vom Restaurant. Und ja, jetzt kaufen wir noch ein Parkticket, oder? Ja. Und dann gehen wir essen. Das Essen war richtig gut, also das Beste, was wir seit langem gegessen haben. Aber man sollte 3 Tage im Voraus reservieren, weil es halt so gefragt ist. Aber ja, große Empfehlung. Gabo und Jasmin genießen noch das letzte Eis in Split und diese milde Sommerwärme. Das ist schon schön da in Split, immer wieder. Ja. Ja, wir sind jetzt wieder in unserem Apartment. Gabo und Jasmin werden noch 1-2 Tage bei uns bleiben und dann Richtung Zürich fahren. Ab morgen früh arbeiten wir wieder. Das heißt, ja, wir werden jetzt früh schlafen gehen und Ja, es war richtig schön. Wir sind, glaube ich, in den 4 Tagen jetzt nur ein bisschen was unter 400 Kilometer gefahren, was eigentlich überhaupt nicht viel ist, aber trotzdem haben wir so viel erlebt. Also immer nur so kleine Schritte, aber trotzdem wieder ganz viel erlebt. Das war richtig, richtig schön. Also es ist einfach so perfekt. Also die letzte Reise auf Pratsch haben wir mit dem LKW gemacht und jetzt mit dem Defender als Duo ist es einfach so viel perfekt, also es ergänzt sich so gut. Und es war einfach so. das stimmt. Und das war auch die richtige Insel für, also Pratsch mit dem LKW und jetzt vor allem mit dem zweiten Defender, das hat einfach genau gepasst. Ja, das war echt super. Ja, bis bald. Bis bald. Gute Nacht.